Hallo und herzlich willkommen zurück zum Thema Mathe-Kursstufe. Diesmal mit unserer optischen Darstellung von Ebenen, was oftmals im Unterricht gar nicht behandelt wird, aber leider doch im Abi gefordert wird. Ja, deswegen machen wir das hier mal. Und zwar, wie kriege ich aus so einer Gleichung, nicht aus so einer hübschen wie da oben, wo man ja relativ leicht die Punkte ablesen kann, sondern aus der hier und nur der hier, eine so hübsche Zeichnung wie die hier, von Hand natürlich, deswegen ist sie dann noch viel hübscher, raus. Ja, genau. Und zwar zunächst mal das hier, also der, oh, nicht blau, das hatten wir schon. Ne, lila, yay. Der hier und der hier. Und dann eben die Gerade durch diese Punkte. Oh, das war nix. Naja, ganz grob, stimmt's vielleicht. Ihr wisst, was ich meine. Ne, okay, jetzt kann man es nicht mehr erkennen, was ich meine. So. Also, es geht ja heute um diese Eckpunkte, die auf den Koordinatenachsen liegen und diese Geraden, die durch sie durchlaufen. Sind total einfache Gleichungen eigentlich. Von daher auch kein großes Ding. Aber wie gesagt, wird halt oft leider nicht gemacht. Deswegen machen wir das jetzt mal. So. Ähm, Ich scroll mal ein bisschen runter, dass ich Platz habe. Und zwar, ähm, nochmal hier drauf. Also, dieser Punkt hier hat ja Koordinaten nur auf der x1-Achse. x2 ist 0 und x3 ist ja auch 0. Logischerweise, weil wir gehen ja, wenn wir auf diesen Punkt wollen vom Ursprung hier, das hier ist der Ursprung, ähm, gehen wir nur auf der x1-Achse, nicht auf der x2-Achse nach rechts und auch nicht auf der x3-Achse nach oben, sondern wirklich nur auf dieser x1-Achse nach vorne. Das heißt, die einzige Zahl, die sich ändern kann und nicht 0 ist x1. Was bedeutet, wir schnappen uns unsere Gleichung hier und sagen, okay, x1 darf nicht 0 sein. Oder kann 0 sein, muss aber nicht. Ist eher selten. Möglich ist natürlich. Wir setzen hier 0 ein. Oh, ups, nicht 70, 0. Und wir setzen hier 0 ein, weil dann gehen wir nicht nach rechts und nicht nach oben, sondern nur auf der x1-Achse hin und her. Und wie viel wir dann auf der x1-Achse hin und her gehen müssen, kann man die zwei einfach löschen, sagt uns dann diese Gleichung 6x1 ist gleich 32. Da teilen wir dann einfach durch 6. So. Ja. 32 Sechstel, wie gesagt, das ist früh am Morgen. Ja, und dann haben wir schon hier unseren Punkt. Ach, ich rechne das jetzt doch mal aus. Und ja, ich bin an Taschenrechner gewöhnt. Nicht mal 5 ein Drittel. Macht Sinn, ja, natürlich. Ja gut, dann lassen wir es dabei. 32 Sechstel ist keine so blöde Zahl. Gibt Schlimmeres. Und dann haben wir schon, upsala, unseren Spurpunkt. Wenn ich hier jetzt noch eine Formel finde, dann kann ich ihn auch hinschreiben. S1. Warum auch immer er das S so hübsch macht. Hm. 32 Sechstel, 0 und 0. Das ist unser erster Spurpunkt, nämlich der hier. So, weiter geht's mit dem Spurpunkt. Also der kann ja hier auch liegen oder da oder wo auch immer. Er ist halt der Schnittpunkt von diesen Dingern hier und er liegt nur auf dieser Achse und auf der Ebene drauf. Deswegen, es gibt nur einen, in dem Fall ist es der hier. Wie rechnet man den aus? Das ist gar nicht so schwer. Ihr habt es eigentlich schon erraten, das ist wahrscheinlich, oder wahrscheinlich habt ihr schon erraten. Es ist im Prinzip dasselbe die ganze Zeit. Und zwar gehen wir ja hier nur auf der x2-Achse. x1 ist 0 und x3 ist 0. Deswegen x1 ist 0, also 6 mal 0 fällt weg. x2-Achse, die benutzen wir. Und die x3-Achse, da ist auch 0, also 4 mal 0 ist ja auch 0. So, 7 durch 32, jetzt weiß ich, warum ich den Rechner brauche. 32 durch 7 suchen, tut mir leid. Okay,
32 durch 7, 32 Siebtel einfach. So, und dann haben wir den zweiten Spurpunkt, nämlich S2, der hier die Koordinate 0 hat und hier hat er aber 32 Siebtel. Sehr hübsch. Und die dritte Gleichung. Wir setzen, also nochmal aufs Bild, hier gehen wir nur auf der x3-Achse nach oben und nicht auf der x2-Achse nach vorne und auch nicht auf der auf der x1-Achse nach vorne und auch nicht auf der x2-Achse nach rechts. Das wiederum bedeutet, wir können für also x1-Achse nicht nach vorne, x2-Achse nicht nach rechts, jeweils 0 einsetzen. Ach, und dann kriegen wir was Schönes sogar mal raus, ausnahmsweise. 32 durch 4 ist 8. Yay. Oh, ups. So. Und schon haben wir unsere 3 Spurpunkte. Nämlich S1, S2 und S3. Jetzt, was sind diese seltsamen lilanen Striche, die ich dahin gemacht habe? Ganz einfach, die geraden durch diese Spurpunkte durch. Ich denke, da reicht es, wenn ich euch eine zeige. Das ist wirklich total einfach. Also, das hier ist S1, das hier ist S2. Dann bilden wir einfach die Gerade durch die Punkte S1 und S2. Also in etwa so. So, ja, wo ist... Ich muss was kopieren. So. G Doppelpunkt. X. So, und hier setzen wir S1 ein. 32 Sechstel oder S2, je nachdem wie rum ihr es lieber wollt. 0, 0. Plus R mal. So, jetzt haben wir praktisch den Rückweg gemacht und setzen hier dann noch einfach das ein. Also das hier ist dann der Vektor von S1 nach S2. Ist das fett oder was ist das? Natürlich. Warum auch immer. Also S1 und der Vektor S1, S2. Und ihr seht, S1, Vektor S1, S2 als gerade formuliert ist das hier. Genauso verfahrt ihr dann, also das hier nennt ihr nicht unbedingt G, sondern S1 oder sowas, klein halt geschrieben, nicht als Punkt. Genauso verfahrt ihr dann mit den anderen beiden Geraden, es ist eigentlich nichts Besonderes. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Nächstes Mal machen wir wieder was Spannendes. Mal sehen was. Jo.